Sind Sie auch so großzügig, wenn keiner hinschaut? Ich behaupte nämlich, es geht Ihnen nicht im Geringsten um Ihre Mitmenschen. Ich verbitte mir Ihre Unverschämtheiten. Wer sind Sie überhaupt? Sebastian von Lahnstein. Mein Gott, hast du mich erschreckt. Du bist schon wach? Wo warst du? Ich möchte wissen, wo du warst. Leonard, ich habe die ganze Nacht auf dich gewartet. Ich habe Sebastian besucht. Sebastian? Ja, Sebastian von Lahnstein. Der Typ, der sich auf der Charity-Veranstaltung so daneben benommen hat. Ja, klar. Aber was wolltest du von ihm? Mit ihm reden. Du hast doch selbst gehört, was er Johannes gestern an den Kopf geworfen hat. Das konnte ich ja wohl unmöglich so stehen lassen. Und das musste ausgerechnet letzte Nacht sein. Na, je eher, desto besser. Bevor Degen hat ihm noch mehr Lügengeschichten über uns erzählt. Und? Hast du ihn gefunden? Warum hat das dann so lange gedauert? Ich habe zig Hotels abgeklappert. Klar hätte ich auch Degenhardt fragen können, wo Sebastian untergekommen ist, aber ich hatte einfach keine Lust, dass sich dieser Typ schon wieder einmischt. Komm ins Bett. Du musst ja todmüde sein. Leonard liebt Jana. Und er würde nichts tun, was sie verletzen würde. Guten Morgen, Konstantin. Guten Morgen. Guten Morgen. Das Gleiche gilt im Übrigen für Sarah und Gregor. Habt ihr schon was von Ansgar gehört? Dein Bruder ist für ein paar Tage in unsere Villa nach Port Grimaud gefahren. Was hier in letzter Zeit passiert ist, war einfach zu viel für ihn. Trotzdem, sein Auftritt war voll in Ordnung. Von mir aus hätte er den Schwachmaten auch aus dem Fenster schmeißen können. Bitte, Konstantin. Mit Verlaub, Adrian das Arschloch. Deine Loyalität in allen Ehren, aber es gibt viele Möglichkeiten, einem Menschen zu zeigen, was man von ihm hält. Ja, aber der Typ versteht nur eine Sprache. Die Tagespresse. Die Tagespresse. Danke, Justus. Oh Gott, ich hab's geahnt. Ich hätte dich gern aus dem ganzen Theater rausgehalten. Das ist ja noch nicht mehr zu verhindern. Möchtest du? Also eins kann man uns nicht vorwerfen. Und das ist Langeweile. Ja, wir können nur versuchen zu verhindern, dass sich so ein Eklat nicht noch einmal wiederholt. Sollte sich Degenhardt noch einmal auf eine unserer Veranstaltungen verirren, werfe ich ihn eigenhändig raus. Ich meine gar nicht ihn, ich meine seine Begleitung. Sebastian? Ja. Es könnte doch sein, dass Degenhardt
ihn zu diesem Auftritt angestachelt hat. Das mag sein, aber der junge Mann ist alt genug, er sollte wissen, was er tut. Ich finde trotzdem, du solltest versuchen herauszufinden, was für ein Problem der junge Mann mit dir hat. Er ist schließlich dein Neffe. Und wenn, nach dem, was er sich gestern geleistet hat, sehe ich nicht die geringste Veranlassung, auf ihn zuzugehen. Johannes, Das ist auch mein letztes Wort. Moment. Zimmerservice. Wow. Schön hast du es hier. Und bleibst du länger? Ja, wenn du keine Zeit hast, dann kannst du mich gleich wieder rausschmeißen. Lass mich erst noch den Kaffee austrinken, ja? Wenigstens weißt du jetzt, wer ich bin. Zuletzt in diesem Müllers, Meyers. Schneiders. Hast du so getan, als wären wir uns noch nie begegnet. Es tut mir leid, ich habe dich wirklich nicht erkannt. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da warst du so groß und hast eine ziemlich auffällige Zahnspange getragen. Und um mir das zu erzählen, bist du hier? Vielleicht. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur neugierig. Wenn mein Onkel dich geschickt hat, kannst du gleich wieder gehen. Ich lege keinen Wert auf einen näheren Kontakt zu ihm. Wie kommst du denn darauf? Sehe ich so aus, als könnte ich keine eigenen Entscheidungen treffen? Also, warum bist du hier? Weil du mein Cousin bist und weil wir uns über 20 Jahre nicht gesehen haben. Ich warne dich. Wenn du mich jetzt wegschickst, dann erzähle ich allen, wie ich dir das Fahrradfahren ohne Stützräder beigebracht habe. Und wie du dich dabei angestellt hast. Was hast du denn gemacht? Ach, das ist nur ein Kratzer. Und dann so ein Verband? Typisch Krankenschwester. Ich bin ziemlich müde. Mir fallen schon die Augen zu. Ist das okay? Ja, natürlich. Ich habe dich schrecklich vermisst letzte Nacht. Ich dich auch. Lass mich nie mehr alleine. Hörst du? Nie mehr. Versprochen. Habe ich dich geweckt? Was ist? Ich sehe dich nur an. Schon lange? Viel zu kurz, um deine überirdische Schönheit auch nur annähernd würdigen zu können. Ich habe frischen Kaffee gemacht. Du brauchst doch morgens immer einen Liter. War's schlimm? Was? Gestern. Im Gegensatz zu mir glaubst du nicht gut gewesen zu sein. Konnte dir deine Familie das wenigstens ausreden? Ja? Ja. Die waren unheimlich lieb. Schön. Jana hat gestern noch angerufen, irgendwann nach Mitternacht, die wollte was von dir. Und, was hast du gesagt? Die Wahrheit? Dass ich hier bin und auf dich warte und dich trösten werde. Dann bin ich eingeschlafen, tut mir leid. Musst du noch weg? Ah, in die Musikhochschule. Das habe ich völlig vergessen. Bis später. Wann kommst du denn? Ich schwöre, der Tisch hat sich bewegt. Jedes Mal, wenn die alte Standuhr 12-mal geschlagen hat. Ich habe mir vor Angst fast in die Hose gemacht.
Typisch Leonhard. Wahrscheinlich saß er unter dem Tisch und hat sich halb tot gelacht. Hat er nicht, ich habe nachgesehen, da war niemand. Ich weiß bis heute nicht, wie er es gemacht hat. Hauptsache, es hat funktioniert. Und wie? Ich habe nur mit 10 fest daran geglaubt, dass eure Tischbeine Poltergeister sind. Das ist mir überlegen. Mein Gott, das ist so lange her. Die Besuche auf Königsbrunn gehören zu den schönsten Erlebnissen meiner Kindheit. Ich bin mir sicher, wenn du dich bei Johannes für deinen etwas unglücklichen Auftritt bei der Charity-Auktion entschuldigst, dann bist du auch in Zukunft wieder gern gesehen. Wofür soll ich mich entschuldigen? Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Bist du deshalb nach Königsbrunn gekommen, um die alten Geschichten wieder aufzuwärmen? Als wir Johannes wirklich gebraucht hätten, da hat er sich einen Dreck um uns gekümmert. War es nicht dein Vater, der den Kontakt zu uns abgebrochen hat? Ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber das war nur die letzte Konsequenz, nachdem ihm dein Vater sein rechtmäßiges Erbe weggeschnappt hat. Ist das Degenhards Version? Adrian hat damit nichts zu tun. Er ist nur ein guter Freund der Familie. Und er ist der Mann, der nichts anderes im Kopf hat, als meinen Vater in den Ruin zu treiben. Ich kann dir versichern, dass es ihm nicht gefallen hat, dich zusammen mit Degenhard zu sehen. Jedenfalls hat er uns damals nicht hängen lassen, im Gegensatz zu Johannes. Er war immer für uns da und hat viel für uns getan. Soll ich dir mal erzählen, was euer Gönner uns angetan hat? Wozu? Das sind doch sowieso nur die Lügen von Johannes. Würdest du dann bitte gehen? Oh, das freut mich zu hören. Ja, bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Natalie geht es gut. Sie hat große Fortschritte gemacht. Das ist ja sehr schön. Wie lange muss sie denn noch in der Klinik bleiben? Vielleicht wird sie schon in ein paar Wochen entlassen. Das würde ich ihr wirklich wünschen. Ich versuche gleich mal Ansgar zu erreichen. Ja, gut. Ach so, wir sollten uns vielleicht überlegen, ob und wie es in der Firma mit ihr weitergeht. Wir müssen uns auf jeden Fall um sie kümmern. Ja, natürlich. Also. Hallo, Leonhard. Ja, ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Was war denn hier gestern noch los? Ich habe das Foto in der Zeitung gesehen. Degenhard hat eine Klar provoziert und die Veranstaltung gesprengt. Er lässt wirklich keine Gelegenheit aus. Aber sag mal, wo warst du überhaupt? Ich habe dich vermisst, Leonhard. Ich hatte noch was zu klären. Mit Sarah. Was klären? Sag jetzt bitte, dass das nicht wahr ist. Wie soll es jetzt weitergehen? Ecco, un espresso doppio calabrese per il signore. Molto bene, grazie.
Das ist schon der 3. heute. Willst du mich ruinieren? Wie wär's, wenn du mal früher ins Bett gehst, ne? Ach, schaut mal, wie hübsch. Gräfin in Aspik. Graf Langstein, unsere Leser möchten wissen, wie Sie auf den Eklat bei der Charity-Veranstaltung reagieren werden. Kein Kommentar. Aber als Person des öffentlichen Lebens sind Sie den Lesern eine Erklärung schuldig. Der Neffe ist ein guter Junge. Er arbeitet übrigens für mich. Tatsächlich. Offensichtlich bedient er sich dabei auch schon deiner Methoden. Sein Auftritt gestern war durchaus beeindruckend. Ein Harvard-Student mit 1er-Abschluss wäre sicher auch was für deine Holding gewesen. Tja, blöd. Bei Sebastian hast du jedenfalls für alle Zeiten verschissen. Leonhard. Seid ihr wirklich nur wegen der Kleinen hier? Na also, wenn das kein Grund ist. Aber Johannes wollte auch noch einen Spaziergang machen, nach allem, was gestern vorgefallen ist. Ich war übrigens bei Sebastian. Ach, hat sich der junge Mann herabgelassen, dich zu empfangen? Der junge Mann ist dein Neffe. Wir hatten ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich habe Dinge erfahren, von denen ich gar nichts wusste. Wieder irgendwelche Lügen von Adrian? Stimmt es, dass du deinen Bruder Ludwig und seine Familie von Königsbrunn vertrieben hast? Hat Sebastian das behauptet? Ja, deswegen frage ich dich ja. Nein, ich habe meinen Bruder nicht vertrieben. Denkt er sich das alles also nur aus? Nein, er nicht. Aber Degenhardt. Er manipuliert ihn genauso, wie er Konstantin manipuliert hat. Aber du hast deinem Bruder nicht geholfen, als es ihm finanziell schlecht ging, im Gegensatz zu Degenhardt. Ach bitte, Carla, sprich doch nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst. Warum kannst du mir nicht einfach sagen, was damals passiert ist? Ich habe meine Gründe. Na prima. Wer erzählt uns denn immer, dass die Familie an einem Strang ziehen muss? Für dich gilt das offenbar nicht, was? Und Jana ahnt wirklich nichts? Sie hat mich vorhin so komisch angesehen. Ich habe ihr eine Ausrede aufgetischt. Und die hat sie dir geglaubt? Jana darf das niemals erfahren. Für sie würde eine Welt zusammenbrechen. Bereust du es? Bereust du es? Jedenfalls hat es die ganze Sache nur noch komplizierter gemacht. Ich will wissen, ob es dir leid tut, dass wir miteinander geschlafen haben. Nein, es tut mir nicht leid. Aber ich liebe Jana. Und ich werde sie nicht verlassen. Und ich werde sie auf gar keinen Fall noch einmal betrügen.
Ich kann jedenfalls nicht so weitermachen. Für mich hat diese Nacht alles verändert. Ja, aber was ist mit Gregor? Du liebst ihn doch, oder? Ja, ich liebe ihn. Er ist ein wunderbarer Mensch und er hat mir so viel gegeben. Wo ist denn das Problem? Du fragst mich, wo das Problem ist? Ich kann nicht bei ihm bleiben. Er hat was Besseres verdient als mich. Sarah, das ist nicht wahr. Er braucht eine Frau, die ihn glücklich macht und das bin ich nicht. Ich kann es nicht sein, selbst wenn ich wollte. Ja, aber Moment mal, du hast doch eben noch gesagt, dass du ihn liebst. Dass ich ihn liebe, ja, weil er so ein guter Mensch ist, aber ich werde ihn niemals so lieben können, wie ich dich liebe. Guten Tag, Sebastian. Hey, da ist ja wieder schwer was los gewesen auf dem Schloss. Erzähl doch mal, du warst doch auch da. Nicht direkt. Hast du nicht Klavier gespielt? Ja, schon, aber als das passiert ist, da war ich schon weg. Und das soll mal jemand sagen, dass solche Charities öde sind. Kommt halt immer drauf an, was man erwartet, ne? Hat Gregor Stress gemacht? Nein, warum? Naja, weil du so spät nach Hause gekommen bist. Woher weißt du das denn? Von Christian. Er hat mich nämlich auch blöd angemacht, was bei mir auch ein bisschen später wurde. Nein, Gregor hat damit kein Problem. Du Glückliche. Christian könnte ruhig auch ein bisschen mehr Vertrauen zu mir haben, wie Gregor zu dir. Ihr seid echt das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert. Tja, dann. Hey, da bist du ja schon. Ich dachte, du bleibst den ganzen Tag in der Musikhochschule. Gregor, wir müssen reden. Reden? Ich habe das die ganze Zeit vor mir hergeschoben, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Mann? Nein, Sie sind schon richtig. Ich bin der Ehemann. Ja? Ist richtig aus. Okay. Wiederhören. Das war das Krankenhaus. Die haben die Ergebnisse von deinem Check-up. Ja, und? Dr. Becker will dich sofort sehen. Frau Hofmann, grundsätzlich können Sie zufrieden sein. Ihre Werte sind ausnahmslos im Normbereich. Danke. Entschuldigen Sie die Frage, aber das hätten Sie uns doch eigentlich auch telefonisch sagen können, oder? Im Prinzip ja. Es gibt ja noch etwas anderes. Das wollte ich Ihnen unbedingt persönlich mitteilen. Sie sind schwanger, Frau Hofmann. Herzlichen Glückwunsch.